Hallo zusammen. Heute haben wir die Relativsätze. Wir schauen uns verschiedene Relativsätze an. Relativsätze mit Artikel, Relativsätze mit Präpositionen, Relativsätze mit was, mit wo, mit woher, wohin, mit wer und so weiter. Und am Ende schauen wir uns 30 Sätze an und wir schauen gemeinsam an, welches Relativpronomen in diesen Sätzen fehlt. So, wir haben hier eine Tabelle für Relativpronomen im Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Also, jeder Relativsatz, die meisten Relativsätze haben ein Relativpronomen. Haben ein Bezugswort. Das Bezugswort kann maskulin sein, kann feminin sein, kann neutrum sein, kann plural sein. Und nach dem Bezugswort haben wir einen Artikel. Wir haben ein Relativpronomen. Hier, das ist der Mann. Der Mann ist maskulin. Wir sagen der Nominativ oder den Akkusativ oder dem Dativ oder dessen Genitiv. Das ist der Mann. Die Frau, wir sagen, das ist die Frau, die Nominativ, die Akkusativ, der Dativ, deren Genitiv. Wir machen viele Beispiele jetzt zu diesen Regeln. Das ist das Kind, das Nominativ, das Akkusativ, dem Dativ oder dessen Genitiv. Und das sind die Leute, die, die, denen im Dativ und deren im Genitiv. Ja, das sieht so kompliziert aus. Jetzt wollen wir zusammen viele Sätze machen. So, also, das ist der Mann. Ihr könnt auch Sätze schreiben. Das ist der Mann, Nominativ, der hier arbeitet. Da haben wir Nominativ. Warum? Das ist der Mann, Bezugswort, der Mann, der hier arbeitet. Da haben wir Nominativ. Warum? Arbeitet braucht Nominativ. Okay, Akkusativ, das ist der Mann. Akkusativ ist den ich jeden Tag sehe. Da haben wir das Bezugswort ist der Mann, den ich jeden Tag sehe. Da brauchen wir das Relativpronomen im Akkusativ. Warum? Das Verb sehen braucht Akkusativ. Und dann Dativ, das ist der Mann. Dativ ist dem, dann sagen wir dem ich helfe. Helfen braucht Dativ, deshalb sagen wir dem. Okay? Also, der Mann ist das Bezugswort. Das Relativpronomen kann Nominativ sein, wenn das Verb Nominativ braucht, kann Akkusativ sein, wenn das Verb Akkusativ braucht, kann Dativ sein, wenn das Verb Dativ braucht und kann auch Genitiv sein. Das ist der Mann, dessen Frau ich kenne. Da brauchen wir das Relativpronomen dessen. Warum? Wir haben hier Genitiv. Die Frau des Mannes. Die Frau des Mannes. Deshalb sagen wir, das ist der Mann, dessen Frau ich kenne. Da spielt das Verb hier keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist einfach das Nomen im zweiten Satz. Egal wie das Nomen ist, das Relativpronomen heißt hier dessen. Warum? Das Wort hier, das Bezugswort ist
maskulin. Der Mann dessen. Immer, egal, ob wir hier Nominativ, Akkusativ oder Dativ haben. Okay? Also jetzt haben wir Mann, Bezugswort also maskulin, Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Und das machen wir jetzt mit dem Wort Frau. Ja, das ist hier maskulin. Lassen wir es hier eine andere Farbe haben. Hier haben wir, das ist die Frau. Wir können sagen, das ist die Frau. Die, Nominativ, die, Akkusativ, der, Dativ oder deren, Genitiv. Was bedeutet das? Wir nehmen das her. Also das ist die Frau, das ist die Frau, die hier arbeitet, wie oben. Das ist der Mann, der hier arbeitet. Das ist die Frau, die hier arbeitet. Die Frau, die. Okay. Das ist die Frau, die hier arbeitet. Hier haben wir arbeitet. Arbeiten braucht Nominativ. Okay? Dann, ihr könnt auch andere Sätze schreiben. Das ist die Frau. Wir brauchen hier Akkusativ. Die ich jeden Tag sehe. Ich sehe die Frau jeden Tag. Das ist genau wie hier. Das ist der Mann, den ich jeden Tag sehe. Warum den? Der Mann ist maskulin. Das ist die Frau, welche? Die ich jeden Tag sehe. Da haben wir Akkusativ. Das kann auch Dativ sein. Ich helfe der Frau. Dann sagen wir, das ist die Frau, welche, der ich jeden Tag helfe. Da haben wir das Verb helfen. Helfen braucht Dativ. Ich helfe der Frau. Also das ist die Frau, der ich helfe. Okay? Das heißt, das Bezugswort ist hier die Frau, das Relativpronomen ist die im Nominativ, arbeiten braucht Nominativ, die im Akkusativ, sehen braucht Akkusativ, der im Dativ, helfen braucht Dativ und es kann auch Genitiv sein. Die Frau hat ein Kind oder hat einen Mann. Das ist die Frau, deren Mann ich kenne. Also, da haben wir die Frau und da haben wir das Relativpronomen deren. Warum deren? Frau ist feminin. Warum dessen? Mann ist maskulin. Und wir haben hier Genitiv. Dessen Frau, dessen Kind, dessen Haus, dessen Kinder. Hier eine Frau, die Frau, deren Mann, deren Kind, deren Haus, deren Auto. Okay, das war Frau. Hier, wir sagen im Nominativ die, im Akkusativ die, im Dativ der und im Genitiv deren. Dann nehmen wir das Kind. Also, wir haben ein Kind hier. Das ist das Kind. Nominativ das, Akkusativ das, Dativ dem, Genitiv des. Wir machen auch Beispiele. Das ist das Kind. Also, das jeden Tag in die Schule geht. Also das Kind geht in die Schule. Das ist das Kind, welches das jeden Tag, das jeden Tag in die Schule geht. Gehen braucht Nominativ. Das Kind geht in die Schule. Das ist das Kind, das jeden Tag in die Schule geht. Also ich sehe das Kind jeden Tag. Das ist das Kind, das ich
jeden Tag sehe. Also ich sehe das Kind. Da haben wir das Bezugswort, egal ob das Bezugswort im Akkusativ, Dativ, Genitiv, spielt keine Rolle. Und welches Kind? Das ich jeden Tag sehe. Da haben wir das im Akkusativ. Das kann auch Dativ sein. Das ist das Kind. Ich helfe dem Kind. Dem ich helfe. Oder dem ich danken möchte. Also, das Kind ist das Bezugswort. Dann haben wir das Relativpronomen ist dem, warum danken braucht Dativ. Und das Kind hat ein Spielzeug. Das ist das Kind, dessen Tasche ich gefunden habe. Da haben wir das Kind. Das Kind hat eine Tasche. Also das Kind dessen. Genau wie der Mann dessen. Also da haben wir Genitiv. So. Und so haben wir das Bezugswort das Kind, das mit dem Artikel das im Nominativ, im Akkusativ, das Relativpronomen im Nominativ, Akkusativ, Dativ und im Genitiv. Dann haben wir Plural, also die Leute als Bezugswort und das Relativpronomen, die Nominativ, die Akkusativ, denen Dativ und deren Genitiv. Wir machen auch 4 Beispiele. Das sind die Leute. Leute ist Plural, deshalb sagen wir, das sind die Leute, die hier Fußball spielen. Also die Leute als Bezugswort, eine 4. Farbe machen wir rot. Dann die Leute, die spielen, Nominativ, Relativpronomen im Nominativ. Und ich sehe die Leute jeden Tag, dann sagen wir, das sind die Leute, die ich jeden Tag sehe. Da haben wir die Leute, Akkusativ, sehen braucht Akkusativ, die ich jeden Tag sehe. Also das Relativpronomen im Nominativ, das Relativpronomen im Akkusativ. Und im Dativ haben wir das Relativpronomen deren, denen. Das sind die Leute, denen ich gestern begegnet bin. Begegnen braucht Dativ, dann sagen wir, das sind die Leute, denen ich gestern begegnet bin. Begegnen braucht Dativ. Und Genitiv ist dann deren wie feminin. Das sind die Leute, deren Haus neu ist. Das Haus ist neu, das Haus der Leute ist neu. Das sind die Leute, deren Haus neu ist. Da haben wir Genitiv. Und so haben wir äh, die Bezugswörter mit dem Artikel der, die, das, Plural die und Relativpronomen wie in dieser Tabelle hier behandelt. Plural, wir haben gesagt, also Plural ist die, Nominativ die, Akkusativ die, Dativ denen und Genitiv deren. Wie hier. Gibt es Fragen dazu? Wollen wir jetzt Sätze formulieren? Ihr könnt Sätze schreiben, egal ob das Bezugswort
maskulin, feminin, Neutrum oder Plural. Ihr könnt Sätze schreiben und wir kontrollieren zusammen die Sätze. Wer schreibt einen Satz? Wir wollen praktizieren jetzt. So, von wem kommt der erste Satz? Los geht's. Wer schreibt? Also das ist das Haus, das ist die Tasche, das ist der Hase, das ist die Flasche, das ist das Zimmer und dann brauchen wir einen Relativsatz. Und also der Relativsatz beschreibt ein Wort im Hauptsatz, wie hier. Also der ganze Satz beschreibt dieses Wort. Also mit dem Relativsatz beschreiben wir ein Wort im Hauptsatz. Keine Sätze? Dann schauen wir uns den nächsten Punkt an. Relativsätze mit was? Das habt ihr bestimmt gehört, gelesen. Also Relativsätze mit was haben wir, wenn wir uns auf einen ganzen Satz beziehen wollen. Also hier, er kommt zu spät. Das ist ein Satz. Ja, was mich nervt. Was hier bezieht sich auf den ganzen Satz. Also das Bezugs oder der Bezug ist der ganze Satz. Er kommt zu spät und zu spät kommen nervt mich. In diesem Fall benutzen wir das Relativpronomen was. Ist hier kein Fragewort, das Verb steht am Ende, wie immer in den Relativsätzen. Und was haben wir, weil wir hier uns auf den ganzen Hauptsatz beziehen wollen? Ja, er arbeitet sehr langsam und das mag ich nicht. Dann sagen wir, er arbeitet sehr langsam, was ich nicht mag. Also er arbeitet sehr langsam. Das ist der Hauptsatz. Und das mag ich nicht, dann sagen wir, er arbeitet sehr langsam, was ich nicht mag. Andere Sätze. Sie hat viele Kleider und das gefällt mir, was mir sehr gefällt. Also, sie hat viele Kleider und dass sie viele Kleider hat, gefällt mir sehr. Das sind die Kinder, die bei uns im Haus wohnen. Super, sehr gut. Das sind die Kinder, die bei uns im Haus wohnen. Toll. Ihr könnt andere Sätze schreiben. Also sie hat viele Kleider, was mir sehr gefällt. Was bedeutet was? Was hier bezieht sich auf den ganzen Satz. Das heißt, das, was ich gerade gesagt habe, gefällt mir oder gefällt mir nicht. In diesem Fall sagen wir was. Sie hat viele Kleider, was mir sehr gefällt. Ähm, sie sie kaufen viel ein und das kostet viel Geld. Sie kaufen viel ein, was viel Geld kostet. Also, sie kaufen viel ein. Und das hier, viel einkaufen kostet viel Geld. Dann sagen wir, sie kaufen viel ein, was viel Geld kostet. Das heißt, was bezieht sich auf den ganzen Satz. Ihr könnt andere Sätze schreiben mit was als
Relativpronomen. Sie studiert sehr hart, was ich toll finde. Sie studiert sehr hart und das gefällt mir. Das finde ich toll. Also sie studiert sehr hart, was ich toll finde. Also was bezieht sich auf sie studiert sehr hart. Die Kinder schreien sehr laut, was mich stört. Die Kinder schreien sehr laut. Das ist der Bezugssatz, was mich stört. So, das ist ein Fall, in dem wir das Relativpronomen was benutzen. Also was bezieht sich auf einen ganzen Satz. Wir haben es hier, Bezug auf einen ganzen Satz. Das ist der erste Fall mit was. Der zweite Fall, was haben wir nach Wörtern, nach Indefinitpronomen wie alles, etwas, nichts, vieles, das, was und so weiter. Zum Beispiel, alles, was du sagst, stimmt. Also alles ist das Bezugswort. Alles, was du sagst, nicht alles das. Nein, alles, was du sagst, stimmt. Oder nichts, was er macht, hilft. Oder das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Also da haben wir alles, nichts, das Beste als Relativ, als Bezugswort und danach müssen wir dann was haben als Relativpronomen. Da haben wir einen Relativsatz mit dem Verb am Ende. Dieser Satz heißt alles stimmt und wir haben den Relativsatz als Zwischensatz. Andere Sätze. Vieles, was sie mir gesagt hat, ist passiert. Sie hat mir vieles gesagt. Viel gesagt, vieles gesagt. Vieles ist das Relativ, ist das Bezugswort vieles, was sie mir gesagt hat, ist passiert. Andere Sätze, also alles, etwas, etwas, was du mir erzählt hast, war falsch. Da haben wir etwas, was. Etwas, was du mir erzählt hast, war falsch. Oder was können wir noch sagen? Könnt andere Sätze schreiben. Also das heißt nach alles, nach nichts, nach das Beste, das Teuerste und so weiter. Vieles, etwas haben wir was als Relativpronomen. Das heißt, was haben wir nach einem Satz, wie hier, er kommt zu spät, was mich nervt, oder nach Indefinitpronomen wie alles, nichts, das Beste, das, vieles, etwas und so weiter. Gibt es da Fragen? Keine? Okay, dann haben wir Relativpronomen, dann haben wir Relativsätze mit wo. Relativsätze mit wo. Also, Relativsätze mit wo haben wir, wenn wir im Hauptsatz einen Ort haben. Also, wir schauen uns diese Sätze an. Also, das ist die Stadt, in der ich lebe. Ist das korrekt? Ja.
ich lebe in der Stadt. Wir können sagen, das ist der Stadt, in der ich lebe, ist korrekt. Oder das ist die Stadt, wo ich lebe. Also, wir haben im Hauptsatz einen Ort. Stadt, Ort, Haus, Wohnung, Schule und so weiter. Wir haben 2 Varianten. Entweder machen wir das mit einer Präposition wie hier, das ist die Stadt, in der ich lebe. Das ist der Ort, an dem ich arbeite. Ich arbeite an dem Ort. Das ist das Haus, in dem ich wohne. Oder wir machen das mit wo. Also das ist der Ort, an dem ich arbeite. Wir können sagen, das ist der Ort, wo ich arbeite. Das ist der Ort, wo ich arbeite. Das ist auch korrekt. Das heißt, wir haben 2 Varianten, entweder an dem oder wo. Das ist das Haus, in dem ich wohne. Wir können sagen, das ist das Haus, wo ich wohne. Das ist das Haus, wo ich wohne. Das heißt, wir können sagen, warum ich lebe in der Stadt, an dem ich arbeite an dem Ort, in dem ich wohne in dem Haus. Oder wir können auch sagen, das ist die Stadt, wo ich lebe. Das ist der Ort, wo ich arbeite. Das ist das Haus, wo ich wohne. So, wir können jetzt andere Sätze schreiben. Das ist die Schule, an der ich lerne. Oder das ist die Schule, in der ich arbeite. Ich arbeite in der Schule. Dann wir können auch sagen, das ist die Schule, wo ich arbeite. Andere Sätze, arbeite. Also, wir können sagen, die Schule, in der oder die Schule, wo. Beides ist korrekt. Also, das ist das Zimmer, in dem ich wohne. Ich wohne in diesem Zimmer. Also, das ist das Zimmer, wo ich wohne. In dem ich wohne oder wo ich wohne. Beides ist auch korrekt. In diesen Fällen benutzen wir wo. Gibt es Fragen? Wo oder wir können eine Präposition mit dem Artikel benutzen. Das ist die Stadt, in der ich lebe. Das ist der Ort, an dem ich arbeite. Das ist das Haus, in dem ich wohne. Das ist die Schule, in der ich arbeite. Das ist das Zimmer, in dem ich wohne. Das ist das Sofa, auf dem ich fernsehe. Ich kann sagen, das ist das Sofa, wo ich fernsehe. Okay. Also da haben wir Verben wie leben, arbeiten, wohnen und so weiter mit wo. Aber wenn wir Verben mit Bewegung haben, dann sagen wir woher oder wohin. Also das, das ist der Ort. Wir fahren. Da haben wir fahren. Das ist der Ort, wohin wir fahren. Also der Ort, wohin wir fahren. Warum sagen wir hier wohin und nicht wo? Fahren braucht Bewegung. Dann sagen wir, das ist der Ort, wohin wir fahren. Und das ist die Stadt, woher sie kommt. Sie kommt aus dieser Stadt. Dann sagen wir woher.
Da sagen wir nicht wo, da sagen wir woher oder wohin. Warum? Wir haben das Verb fahren und das Verb kommen. Also, das ist der Sportverein, wohin wir heute gehen. Der Sportverein, wir gehen heute wohin? Wir gehen heute dahin, wohin wir heute gehen. In diesem Fall benutzen wir wohin. Mit kommen sagen wir woher. Gibt es da Fragen? Okay, wir haben noch Relativsätze mit wer. Wer. Wer haben wir als Fragewort? Wer bist du? Wer hat das hier gemacht? Wer haben wir auch als Relativpronomen benutzen wir, wenn es im Satz generell ist. Wenn es generell ist. Also da sagen wir wer. Ist ein freier Relativsatz. Wir haben kein Bezugswort, also nicht Mann oder Frau oder Kind. Also wer ist wie ein Fragewort Nummer eins im Satz. Also wie hier, wer viel übt, wird besser. Wer ist kein Fragewort, wer ist ein Relativpronomen. Wer viel übt, wird besser. Wer zuerst kommt, geht schneller nach Hause. Da haben wir wer noch einmal. Wer ist ein Relativpronomen. Wir haben hier kein Bezugswort und wer muss eine Person sein. Wer zuerst kommt, geht schneller nach Hause. Oder wir können zum Beispiel auch sagen, wer die Hausaufgaben macht, bekommt kommt etwas von mir. Also da sagen wir wer. Wir können auch sagen derjenige, der, derjenige, der das und das macht. Aber besser ist es, wenn wir einfach sagen wer. Wer die Hausaufgaben macht, bekommt etwas von mir. Wer schneller, wer schneller läuft, ist zuerst am Ziel. Wer schneller läuft, da haben wir wer mit dem Verb am Ende. Wer schneller läuft, ist zuerst am Ziel. So, und jetzt schauen wir uns gemeinsam 30 Sätze an. Wir schauen uns die Sätze an und wir sagen, was hier fehlt. Also, der erste Satz. Da muss man schreiben, ja? Ihr könnt dann in die Kommentare schreiben. Das ist der Mann jeden Tag um 6 joggt. Was sagen wir? Das ist der Mann, da haben wir das Bezugswort der Mann maskulin und joggt ist hier Nominativ. Was fehlt? Was sagen wir? Hallo? Was sagen wir hier? Was fehlt hier? Das ist der Mann. Los geht's. Wer schreibt zuerst? Das Wort ist maskulin und wir haben hier Nominativ. Warum? Joggt. Nummer eins.
Ja, super. Also das ist der Mann, der jeden Tag joggt. Okay, Nummer eins. Nummer 2. Ich suche eine Wohnung, einen Balkon hat. Da haben wir auch einen Relativsatz und da fehlt das Relativpronomen. Das ist eine Wohnung, einen Balkon hat. Was fehlt hier? Warum den? Eine Wohnung, die Wohnung. Das Wort ist feminin. Was sagen wir? Ich suche eine Wohnung und da muss das Relativpronomen Nominativ sein. Hat eine Wohnung. Ja, sie, die. Sehr gut. Ich suche eine Wohnung, die einen Balkon hat. Okay, Nummer 3. Das ist das Buch, ich dir gestern empfohlen habe. Da haben wir Akkusativ. Das ist das Buch als Bezugswort. Und dann, das ist das Buch, ich dir gestern empfohlen habe. Das Buch, das. Super. Das ist das Buch, das ich dir gestern empfohlen habe. Nummer 4. Kennst du die Frau? Kennst du die Frau neben uns sitzt? Was sagen wir hier? Nummer 4. Kennst du die Frau? Am besten schreiben wir zuerst die Nummer, ob das 3 oder 4 oder keine Ahnung ist, damit ich weiß, was ihr meint. Da haben wir Akkusativ, ja, und da sagen wir die. Kennst du die Frau? Nee, da haben wir Nominativ. Kennst du die Frau, die neben uns sitzt? Die Frau sitzt neben uns. Okay. Und dann Nummer 5. Das ist der Kollege, ich gestern im Büro getroffen habe. Da haben wir Akkusativ. Was sagen wir hier? Das ist der Kollege, ich gestern im Büro getroffen habe. 5 ist den, super. Das ist der Kollege, den ich gestern im Büro getroffen habe. Nummer 4 ist Nominativ. 5 ist Akkusativ. Nummer 6. Ich mag Filme, Plural, auf wahren Geschichten basieren. Was fehlt hier? Ich mag Filme. Nummer 6 ist die. Ja, ich mag Filme, die auf wahren Geschichten basieren. Nummer 7. Das ist der Hund, immer so laut bellt. Da haben wir bellen. Bellen braucht Nominativ. Das ist der Hund maskulin. Was sagen wir hier? Nummer 7 ist der. Ja, das ist der Hund, der immer so laut bellt. Nummer 8. Die Jacke, du gekauft hast, steht dir gut. Die Jacke, Bezugswort. Die Jacke, warum? Warum denen? Die Jacke ist Singular. Filme, nein. Ich mag Filme, die, das ist Nominativ. Nummer 8 ist die. Ja, das ist die Jacke. Also die Jacke, die du gekauft hast, steht dir gut. 9. Das ist der Lehrer, ich viel zu verdanken habe. Danken braucht Dativ, verdanken braucht auch Dativ. 9. Das ist der Lehrer. Was sagen wir hier? Nummer 9. Äh, ja, Nummer 9 ist Aga Kakan, heißt so, oder? Nummer 9 ist ja, das ist der Lehrer, dem ich viel zu verdanken habe. Verdanken braucht Dativ, der Lehrer ist maskulin, dann sagen wir dem. Okay, das sind die Leute, wir geholfen haben. Helfen braucht Dativ. Nummer 10. Was fehlt hier?
10 ist ja, super. 10 ist denen. Das sind die Leute, denen wir geholfen haben. Helfen braucht Dativ. Die Leute ist Plural, dann sagen wir denen. 11. Ich kenne eine Familie. Kinder 3 Sprachen sprechen. Was fehlt dir? Ich kenne eine Familie, Nummer 11. Nummer 11. Genitiv, ja. Nummer 11 ist Genitiv. Deren? Ja, super. Deren. Warum? Eine Familie ist feminin. Deren Kinder 3 Sprachen sprechen. Deren Kinder, deren Mann, deren Auto und so weiter. Eine Familie ist feminin. Super. Nummer 12. Das ist der Student. Laptop ständig abstürzt. Nummer 12. Was sagen wir? Na, den. Warum? Wir haben hier ein Relativpronomen und wir haben direkt danach ein Nomen. Deren Kinder. Hier Laptop. Was sagen wir? Das ist der Student. Wer weiß das? Da haben wir Genitiv noch einmal. Nummer 12. Ja, dessen. Bravo. Das ist der Student. Dessen. Der Student ist maskulin, deshalb sagen wir dessen Laptop ständig abstürzt. 13. Ja, das ist das Mädchen. Das Mädchen, Neutrum, ich früher in einer Klasse war. Das ist das Mädchen, ich früher in einer Klasse war. Nummer 13. Das und ich zusammen geht nicht. Das ist das Mädchen, vielleicht das früher mit mir in einer Klasse war. Oder 13. Das ist hier ein bisschen lang, da brauchen wir eine Präposition. Ja, bravo. Mit mit wem oder mit dem? Nein, mit dem. Warum mit wem? Das ist das Mädchen, mit dem ich früher in einer Klasse war. Da haben wir Verben mit Präpositionen oder Relativsätze mit Präpositionen. Die gibt es auch. Also das ist das Mädchen, mit dem ich früher in einer Klasse war. Dann 14. Wem ist nur genau, wenn es generell ist. Wem du geholfen hast, ist mir egal. Ja, das ist ein Relativsatz. Oder wer zuerst kommt, bekommt das, ein Relativsatz. Also das kann ein Relativpronomen oder ein Fragewort sein. Aber hier, mit wem ich früher in einer, nein, mit dem. Nummer 14. Das ist die Kollegin, gerne. Das ist die Kollegin, ich am Projekt arbeite. Ich denke, da haben wir auch eine Präposition. Das ist die Kollegin, ich am Projekt arbeite. Ja, 14. Ja, mit der. Ich arbeite mit ihr. Ja, super. Das ist die Kollegin, mit der ich am Projekt arbeite. 15. Das ist das Thema, wir gestern gesprochen haben. Man muss sich zuerst das Verb anschauen, damit man versteht, was man hier meint. Das ist das Thema, wir gestern gesprochen haben. Was fehlt hier? Nummer 15.
Mit der? Nein, wir sprechen mit dem Thema darüber, ja, darüber oder darüber ist auch, richtig. Wir können sagen darüber oder über das. Das ist das Thema, über das wir gestern gesprochen haben, oder das ist das Thema, darüber wir gestern gesprochen haben. Oder worüber wir gestern gesprochen haben. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Oder einfach über das. Das ist das Thema, über das wir gestern gesprochen haben. Nummer 16. Ich brauche etwas, ich die Schraube festziehen kann. Ich brauche etwas, ich die Schraube festziehen kann. Nummer 16. Was? Aber, denke, da fehlt auch eine Präposition. Wir ziehen die Schraube mit etwas fest. Ich brauche etwas, womit oder mit dem. Ich brauche etwas, mit dem ich die Schraube festziehen kann. Mit dem. Mit was? Na, mit was geht nicht. Mit dem oder womit. Genau wie hier. Über das oder worüber. Beides ist korrekt. Dann haben wir Nummer 17. Was fehlt hier? An das ich immer erinnere. Ja, das ist der Moment, aber Moment ist maskulin. Dann sagen wir an den oder woran. Also da haben wir 2 Möglichkeiten. Also, ähm, das hier ist eine Person, da können wir nicht sagen wo, aber wenn wir eine Sache haben wie hier, das ist das Thema, worüber wir gestern gesprochen haben, dann können wir sagen über das oder worüber. Hier können wir sagen, ich brauche etwas mit dem oder womit, worüber. Das kann man auch sagen. Mit dem ich die Schraube festziehen kann oder womit. Und hier, das ist der Moment, an den oder woran ich mich immer erinnere. Da können wir beides sagen. Damit geht nicht. Nein, damit geht nicht. Damit hat eine andere Bedeutung. Mit dem. Mit dem. Nummer 18. Das ist die Stadt ich studiert habe. Was sagen wir hier? Das ist die Stadt wo oder in der haben wir gerade gehabt, ja? Das ist die Stadt, in der ich studiert habe oder wo ich studiert habe. Okay, das ist das Café, wir uns oft treffen. Das ist das Café. Was sagen wir? Nummer 19. Also da haben wir auch 2 Möglichkeiten. Sehr gut, das ist das Café, in dem wir uns treffen oder wo wir uns treffen. Beides ist korrekt. Nein, nicht womit. Nummer 16. Ja, ich brauche etwas womit, ja. Dann Nummer 20. Er hat den Termin vergessen, mich wirklich ärgert. Was fehlt hier?
Er hat den Termin vergessen. Mich wirklich ärgert. Habe ich gerade erklärt. Nummer 20, nein. Über das über das Ich, mich, aber ich als Subjekt haben wir nicht. Wir brauchen ein Subjekt. Über das ich mich wirklich ärgere, okay, aber wir haben hier ärgert. Ich habe es gerade erklärt, also da haben wir den ganzen Satz als Bezug. Deshalb sagen wir, er hat den Termin vergessen, was mich wirklich ärgert. Was? Hat den Termin vergessen, was mich wirklich ärgert. Ja. Und 21, alles, du sagst, klingt logisch. Alles, du sagst, 21, alles, was du sagst, ja, alles, was du sagst, klingt logisch. 22, das ist das Beste, du mir dieses Jahr, also das ist das Beste, mir dieses Jahr passiert ist. Das ist das Beste, mir dieses Jahr passiert ist. 22 auch, was? Das ist das Beste, das mir dieses Jahr passiert ist. Dann 23, regelmäßig übt, macht schnell Fortschritte. Ja, 23 ist wer, genau. Wer regelmäßig übt, macht schnell Fortschritte. 24, ich lade ein, ich gut kenne. Ich lade ein. Wir haben gesagt, wer als Relativpronomen haben wir, wenn wir als Bezugswort eine Person haben, die aber nicht erwähnt ist, die wir aber im Satz nicht haben. Wie hier. Wer regelmäßig übt, haben wir ein Bezugswort? Nein. Ich lade ein, haben wir ein Bezugswort? Nein. Ich lade ein, ich gut kenne. Was? Aber wir laden normalerweise Personen ein. Warum was? Wir laden Personen ein, nicht Sachen. Ich lade ein, wer gut, wer ist aber Nominativ, wir haben hier kennen. Kennen braucht Akkusativ. Ich lade ein. Deutsch ist logisch, man muss viel nachdenken, dann weiß man alles. Ich lade ein, super. Ich lade ein, wen ich gut kenne. Wen? Ist ein bisschen schwer, aber wir haben es. Ich lade ein oder ich lade denjenigen ein, den ich gut kenne. Aber wir haben hier kein Bezugswort, deshalb sagen wir wen. Ich lade ein, wen ich gut kenne. Dann 25. Ich gebe 24. Wenn jemand zum Beispiel sagt, warum hast du Jonas nicht eingeladen? Oh, Jonas kenne ich nicht. Ich lade ein, wen ich gut kenne. Aber Jonas kenne ich nicht, deshalb lade ich ihn nicht ein. Ja? Ich mache, ich tue, was ich kann. Ich mache, was du gesagt hast. Also da, ich mache, was du gesagt hast. Was ist ein Relativpronomen? Wir haben kein Bezugswort. Und wenn es eine Person ist, dann sagen wir wer, wen, wem und so weiter. Also ich lade ein, wen ich gut kenne. Zu, ich höre, ähm, ich höre, wer, nein, ich lade ein. Ich freue mich für den, aber da haben wir
nicht den, sondern wen, sondern den. Ich treffe, wen ich mag. Ich treffe, wen ich mag. Da haben wir wen. Ich gebe das Buch, ich vertraue. Ich gebe das Buch, da sagen wir, wem ich vertraue. Super, das ist 25. Da haben wir Vertrauen. Vertrauen braucht Dativ, dann sagen wir wem. Ich lade ein, wen ich kenne. Also es kann Nominativ sein, wer, Akkusativ, wen ich kenne, Dativ, wem ich vertraue. 26. Schlüssel gefunden wird, soll sich melden. Das ist schwer. Ist schwer. 26. Ist ein bisschen lang. Da haben wir Genitiv. Genitiv. Wie fragen wir nach Genitiv? Also, da haben wir wer, Nominativ, wen, Akkusativ, wem, Dativ und Genitiv heißt es wessen. Genitiv wessen. Wessen Schlüssel gefunden wird, soll sich melden. Wessen. Oder machen wir es einfach. Wir können einfach sagen, wessen Schlüssel ist das? Wessen Schlüssel ist das? Das heißt, wem gehört der Schlüssel? Da sagen wir, wessen Schlüssel ist das? Als Fragewort. Der Schlüssel, genau. Der Schlüssel. Aber das spielt keine Rolle, was wir hier haben. Es heißt immer wessen. Also, wessen Wohnung ist das? Wohnung ist feminin, aber wir sagen trotzdem wessen als Fragewort. Oder wessen Auto, wessen Frau ist das? Das ist meine Frau. Da sagen wir wessen. Es gibt nur ein Fragewort. Und das heißt wessen im Genitiv. Das heißt Nominativ wer, Akkusativ den, wen, Dativ wem und Genitiv wessen. 27. Ich kenne den Mann, mir gestern geholfen hat. Ich kenne den Mann, das sieht einfach aus, dem wir, aber mir ist Dativ. Das heißt, hier brauchen wir helfen braucht Dativ und Nominativ. Also einfach der, der. Ich kenne den Mann, der mir gestern geholfen hat. Das ist das Problem, wir bis morgen lösen müssen. Das Problem 28, einfach genau, das wir bis morgen lösen müssen. 29, das sind die Aufgaben, erledigt werden müssen, bevor wir starten. 29 ist die Aufgaben die und 30, das ist die Firma, ich nächstes Jahr ein Praktikum machen möchte. Das ist die Firma, da haben wir auch zwei Möglichkeiten. Die Firma ist ein Ort, das ist die Firma. Nein, ich mache ein Praktikum wo? Also in der oder wo? Das ist die Firma, wo ich nächstes Jahr ein Praktikum machen möchte oder bei der. Ja, bei der oder in der. Praktikum machen Firma, wir sagen bei oder in der. In der ich nächstes Jahr ein Praktikum machen möchte oder bei der ich nächstes Jahr ein Praktikum machen möchte. Gibt es Fragen? So, wir haben 30 Sätze.
zusammen gemacht. Wir haben Relativsätze mit wer gehabt, Relativsätze mit wo, woher und wohin, Relativsätze mit was und wir haben Relativsätze einfach mit dem Relativpronomen wie in der Tabelle hier, der, den, dem, dessen und so weiter. Wenn keine Fragen sind, dann schönen Abend und bis zum nächsten Samstag um 21 Uhr. Tschüss.